Ich hätte früher nie gedacht, dass genau das mein größtes Ziel im Trading sein wird. Langeweile. Ja, du hörst richtig. Denn ich war immer so eingestellt, dass Trading super spektakulär sein muss. Viele Monitore, viele Märkte, viele Trades, Spektakel hier, Gewinne da, kaufen hier, verkaufen da. Mittlerweile, nach über 4 Jahren Trading, kann ich dir aber sagen, habe ich verstanden, wenn Trading spannend ist, dann mache ich da irgendetwas falsch. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Ich habe ja gerade schon erwähnt, was meine Grundeinstellung zu Trading war, oder besser gesagt, was ich gedacht habe, wie das Ganze aussieht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei dem einen oder anderen da draußen eben auch der Fall ist. Also Punkt A, du brauchst weder mehrere Bildschirme, grundsätzlich reicht dein Laptop oder dein PC aus. Punkt Nummer 2, und das ist, glaube ich, so ein Ding, was ich auch immer bei vielen Teilnehmern von mir höre, man ist ja getrieben von diesen viel am Chart machen, viele Stunden am Chart verbringen, am besten auch, je nachdem wie dein zeitlicher Aufwand ist, du bist London am Markt, New York am Markt, du tradest vielleicht früh vor der Arbeit und möchtest dann am Abend auch noch einen Move mitnehmen, aber genau das ist das, was am Ende zu großem Chaos führt. Du bist ständig getrieben von, du willst auf jeden Zug mit aufspringen, alles mitnehmen, was geht, weil wir kennen es ja aus der Arbeitswelt, je mehr ich mache, je fleißiger ich bin, desto mehr kann ich ja theoretischerweise vielleicht auch mit den Jahren verdienen. Im Trading muss man aber leider sagen, ist das Ganze genau kontraproduktiv. Je weniger du mit der Zeit machst, je mehr du dich fokussierst und spezialisierst auf eine Sache, möglicherweise auf einen Chart, auf eine Session oder auf ein Zeitfenster, wo du genau weißt, hey, vor der Arbeit, darauf habe ich mich fokussiert, ich bin genau da am Markt, denn genau da kann das kommen, was ich so lange getestet habe. Umso erfolgreicher wirst du da draußen. Wir müssen einfach verstehen, dass wir immer Marktbewegungen verpassen werden. Wir werden immer Trades verpassen. Aber hier möchte ich schon mal eine entscheidende Frage an dich stellen. Geht es für dich denn wirklich darum, jeden Move catchen zu wollen? Möchtest du Trading wirklich führen wie deine Arbeit, wo du 8 Stunden lang auf der Arbeit verbringst, 8 Stunden lang am Chart absitzt, um nichts zu verpassen? Oder geht es dir eigentlich darum, mit Trading auf die Jahre gesehen mehr Lebenszeit zu bekommen, für deine Entscheidungen bezahlt zu werden? Ne? Denn so sollte meiner Meinung nach Trading aussehen. Und ich kann dir auch ganz fest versprechen, dass eben profitables Trading sich erschreckenderweise super langweilig anfühlt. Lass mich dir jetzt zeigen, wie ich grundsätzlich für die Woche gestimmt war und worauf ich letzten Endes einfach aus war. Also wir konnten jetzt hier den GBP nach dieser starken Korrektur die letzten Wochen über, oder besser gesagt diesen starken Abverkauf, konnten wir jetzt hier diesen impulsiven Long Move verzeichnen. Warum das so ist, das hängt einfach mit dem Tageschart zusammen. Ja, der Markt reagiert hier aus einem tagesbullischen Fair Value Gap, weshalb hier der Dreh- und Wendebereich war. Und ich war grundsätzlich eben auf Käufe für diese Woche jetzt aus. Ja, weil ich eben gesehen habe, wir haben natürlich hier überall viel Liquidität liegen. Vor allem dieses Swing High. Ich sehe natürlich auch, der Markt hat hier bereits Liquidität genommen, aber nach diesem impulsiven Anstieg mit neuen höheren Hochs bin ich gewillt, aufgrund meiner Daily Bias, um zu sagen, hey, wenn der Markt mir long was anbietet in London, was meine Tradingzeit ist, dann trete ich hier in Aktion. Passt dieser Kontext nicht, mache ich gar nichts. Und meine Arbeitszeit bestand am Montag darin eben, 5 Minuten auf den Chart zu schauen und nichts zu tun. Denn was ist am Montag in London passiert? Wir hatten jetzt hier diese Short-Korrektur. Früher, kann ich dir sagen, hätte mich das am nächsten Tag schon wieder, mehr oder weniger angekotzt, weil ich mir gedacht habe, Mensch, ich habe jetzt den Markt Short verpasst zu traden. Mittlerweile weiß ich aber, hey, dieser Short-Move hat nicht zu meinem Kontext gepasst, nicht zu meiner Checkliste. Deswegen ist für mich diese Short-Reaktion kein reproduzierbares Verhalten, wo ich in Aktion treten kann, wovon ich dauerhaft profitiere. Was bringt mir denn ein Lucky Punch? Damals, kann ich dir sagen, war das aber eine völlig andere Einstellung bei mir. Ich wollte immer recht haben und ich war getrieben, immer etwas machen zu müssen. So kannte ich es eben noch aus meinem damaligen Job. So, was ist dann nach Montag passiert? Und wir können hier gerne in den 15 gehen, weil wie gesagt, den Trend definiere ich immer im H1-Chart und ich lasse den Markt jetzt mal bewusst hier schnell vorspulen. Guck dir diese Marktphase an. Wir sind jetzt bereits bei Dienstag. Auch Dienstag war die Marktphase eher seitlich gestimmt und jetzt gehen wir bereits hier Mittwoch rein. Und du siehst schon, dass der Markt nicht viel gemacht hat. Ja, guck dir diese Marktphase hier an.
Wir bauen uns eher seitlich auf mit einem leichten Long-Gedanken, ja, und ich wollte den mal kaufen. Richtig, der GWP läuft auch weiter bullish, gucken wir uns gleich live an, aber ich konnte hier nicht in Aktion treten, weil mein Kontext wieder nicht gepasst hat und das habe ich mit 5 Minuten Chartzeit geguckt, Laptop aufgeklappt, 8:30 Uhr früh am Morgen, mir die Märkte angesehen und sofort erkannt, hey Daniel, hier kannst du nur Verluste kassieren, auch wenn dein Grundgedanke sich mit dem Markt deckt, jawohl, wir sind bullish, aber was bringt's mir denn, wenn es einfach nicht zu meinem Plan passt? Ich kann hier nicht traden und früher, kann ich dir sagen, hätte ich eben versucht, irgendeinen Move zu catchen, hier long, wäre dann irgendwie Break-Even ausgegangen, ach, ich hätte mich doch verleiten lassen, Short zu traden, warum auch immer, Verlust, Break-Even, ja, ich habe viele Trades auf meinem MetaTrader, aber was bringt's mir denn? Nur, dass ich mich gut dabei fühle? Nein. Geh an die Seitenlinie, Daniel, und warte auf klare Reaktion vom Markt. Und das meine ich eben, wenn ich sage, Trading ist langweilig. Weil diese Woche hatte ich eine effektive Arbeitszeit von 5 Minuten an den Live-Märkten. Und wir können jetzt mal gerne in den Live-Chart springen. Und konnte ansonsten nicht mehr live tun. Und auch in solchen Marktphasen kann ich dir den Tipp da draußen geben. Nicht nur weg von TradingView gehen, sondern geh dann eher ins Backtesting rein. Feile weiter in deinem Edge oder aber guck dir dein Trading-Journal an, ob du einfach hier von deinen Gewinnen, von deinen Verlusten, von deinen Gedanken, die du notiert hast, irgendwas mitnehmen kannst, um eben da den nächsten Step zu gehen. Ich habe dir also gerade eben am Chart gezeigt, wie ich das Ganze mittlerweile strukturiere. Und ja, du konntest sehen, dass ich jetzt die letzten 3 Tage nichts aktiv in meiner London-Session machen konnte. Warum? Weil die Marktphase, die mir mein Paar angeboten hat, nicht zu dem passt, wie ich trade, beziehungsweise diese Marktphase für meinen Edge nicht reproduzierbar ist. Und deswegen müssen wir auch von diesem Gedanken wegkommen, ich war jetzt vielleicht 3 Tage oder eine Woche am Chart aktiv, ich habe aber gar keinen Trade gesetzt, also ich verdiene doch aktiv gar kein Geld. Von Anfang an ist der Fokus darauf immer Kontoschutz. Du und ich, wir sind einzig und allein ein Risikomanager. Das können wir immer steuern und das müssen wir uns wirklich bewusst sein. Und wenn du dich bei einer Marktphase unsicher fühlst, wenn du einfach siehst, hey, diese Woche jetzt zum Beispiel, der Markt erfüllt nicht meinen Kontext, der erfüllt nicht meine Checkliste, ich kann tun, was ich möchte, aber es passt nicht zusammen, dann hast du deinen Job da draußen getan. Und ich weiß, das ist komplett anders wie jetzt in der Arbeitswelt, wie du das Ganze seit Monaten oder seit zig Jahren kennst. Deswegen muss eben hier ein entscheidendes Umdenken stattfinden, dass du eben nicht das Gefühl hast, weniger produktiv zu sein, sondern eher das von dieser Seite beleuchtest, hey, ich habe mich diese Woche nicht dumm locken lassen, weil genau das habe ich früher immer getan, auf jeden Move, auf jeden Zug aufspringen, long, short, ich muss ja aktiv sein, nein, geh einen Schritt zurück, warte, dass wirklich deine Bedingungen erfüllt sind, der Markt wird diese Marktphasen wieder anbieten, dass du deinen Edge ausspielen kannst, um ebenso mit der Zeit profitabel zu werden und natürlich auch mit den Jahren zu bleiben. Und mittlerweile bin ich dir ganz ehrlich, ich bin super stolz darauf, wenn ich mich eben nicht mehr verleiten lasse. Ja, ich trade mittlerweile seit über 4 Jahren, aber für mich muss es nicht, mein MetaTrader muss nicht mehr mit 10, 20 Trades im Monat voll sein. Wenn in der Woche 1 bis 2 Trades zustande kommen, wenn es die Marktphase zulässt und ich kann eben aufgrund meiner Regeln in Aktion treten, dann ist es super. Wenn es im Monat 4 Trades sind, 3 Trades sind, 2 Trades sind, ich definiere mich nicht anhand von Trades, sondern ich definiere mich immer daran, und das ist auch eine Frage, die ich dir unbedingt mitgeben möchte, bin ich heute mit klarem Urteilsvermögen an die Charts gegangen? Habe ich dementsprechend gehandelt oder eben nicht gehandelt? Ist dieses Verhalten, das ich jetzt den letzten Monat Tag für Tag an den Markt gebracht habe, ist das reproduzierbar und nachhaltig? Wenn ja, herzlichen Glückwunsch. Unabhängig davon, wie vielleicht das Ergebnis aussehen mag. Und es kann vielleicht sein, dass du da draußen alles richtig gemacht hast. Mit alles richtig meine ich eben, du hast deinen Plan eingehalten und Ende des Monats hast du vielleicht sogar Prozente verloren. Sprich,
Geld verloren. Auch dann hast du nichts falsch gemacht, weil du ja deinen Edge ausgespielt hast. Deswegen auch hier konzentriere dich dann immer nicht auf den Folgemonat oder auf den letzten Monat, sondern sehe das Ganze quartalsweise, weil so machst du dich auch nicht mehr verrückt, jeden Monat profitabel sein zu wollen oder zu müssen, und vor allem auch verabschiede dich von diesen kurzzeitigen Glücksmomenten, ne, dass du jeden Trade aktiv steuern willst. Ist es heute ein Gewinn-Trade, dann bin ich voller Glücksgefühle und alles ist super. Ist es heute ein Verlust-Trade, dann fühle ich mich schlecht und ich habe das Gefühl, es klappt nicht. Denn genau darüber habe ich mich damals definiert und ich kann dir sagen, das hat mich Jahre gekostet, bis ich es dann wirklich mal geschafft habe, aus diesem Strudel auszubrechen und mich nicht mehr von diesen kurzzeitigen Ergebnissen beeinflussen zu lassen. Also du musst dir wirklich klipp und im Klaren werden, dass profitables Trading langweilig sein muss. Die meiste Zeit wirst du warten, du wirst mit Alarmen arbeiten, du wirst dann in Aktion treten, wenn deine Alarme ausgeführt worden sind. Und dann kann es sein, dass du heute einen Verlust hast und morgen einen Gewinn. Du musst es immer wieder gleich machen. Und auch da möchte ich ein gutes Beispiel bringen. Sehe das Ganze wie beim Autofahren. Am Anfang, also so war es zumindest bei mir, war ich super aufgeregt, wie ich das erste Mal in ein Auto mich gesetzt habe. Ich mache den Motor an, ich kann auf Gaspedal drücken. Adrenalin kommt natürlich hoch. Wow, ich habe jetzt hier so eine Macht. Ich kann lenken, ich kann Gas geben, ich kann hinfahren, wohin ich will. Am Anfang aufregend, aber Frage an dich, je nachdem wie viele Jahre du schon Auto fährst, mittlerweile ist es doch super langweilig. Es ist doch komplett routiniert geworden. Und genauso musst du eben Trading sehen. Ich weiß, am Anfang ist es ein großer Spielplatz, es blinken Zahlen, du kannst theoretischerweise ganz schnell Geld verdienen, aber umso eher du das von einer anderen Perspektive beleuchtest, wie ich das dir heute mitgebe, umso einen Vorsprung holst du dir einfach in deine Entwicklung. Trading steht eben genau dafür, wie das Autofahren mit den Jahren. Du machst alles routiniert. Du weißt genau, was zu tun ist. Heute kann es gut gehen, morgen kann es nicht gut gehen. Aber wenn du das immer wieder gleich machst, Tag ein, Tag aus, Monat für Monat, Jahr für Jahr, wenn du einen Edge natürlich hast, wovon ich jetzt bestenfalls vielleicht ausgehe, dann bist du am Ende immer auf der profitablen Seite. Und als ich genau eben das verstanden habe, dass Trading so ablaufen sollte, war das für mich der Wendepunkt, weil ich eben nicht mehr Tag für Tag nach irgendeinem Kick gesucht habe, sondern ich einfach meinen Fahrplan immer abgespult habe, immer gleich. Und ja, das Ergebnis kann ich dir sagen, ich trade heute 60 bis 90 Minuten. Ich habe mich mittlerweile nur noch auf die London Session fokussiert und klingt vielleicht relativ wenig, auch mit einem Markt, wo ich nur trade, aber bin letzten Endes viel profitabler wie die letzten Jahre zuvor, wo ich mehrere Märkte getradet habe, wo ich in London aktiv war und in New York aktiv war. Deswegen Qualität vor Quantität. Wenn du jetzt eben noch lernen möchtest, wie man das Ganze miteinander wirklich Tag ein, Tag aus kombiniert, wie man komplett nach Kontext und Fahrplan arbeitet, dann packe ich dir unterhalb meinen kostenlosen Workshop rein, klick dich da gerne rein und verschaff dir einen genauen Überblick und merk dich vor allem eine wichtige Sache. Trading ist viel einfacher, als die Branche es da draußen uns verkaufen möchte. Wir sehen uns im nächsten Video.